herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und Micha, euer Kameramann, freut sich wie immer dabei zu sein. Ganz genau. Und hier sind wir nämlich bei uns im Flur. Und das ist unser Thema, Micha. Schwenk mal nach oben. Genau, da haben wir die Weihnachtswichtel. Und heute sehr außergewöhnlich mal in Schwarz-Weiß. Und gefällt mir richtig, richtig gut. Peppt jetzt nochmal hier den Eingang bzw. Aufgang nochmal ein bisschen auf. Ihr Lieben, ganz natürlich in Schwarz-Weiß, viel Natur. Und wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Sehr außergewöhnlich heute Schwarz-Weiß. Ist eigentlich gar nicht so unser Farbthema. Aber ich habe gedacht, egal, wir machen das einfach mal. Und man kann sich ja eine andere Farbe aussuchen. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr schön mit diesem Gold Schwarz-Weiß. Und diese Kugeln, die habe ich mir mal mitgenommen vom Hof Oelkers. Das fand ich wirklich schön. Und die habe ich auch neu. Die habe ich gedacht, die kann man gerade mit Enkeln, kann man das immer ganz gut gebrauchen. Und dann habe ich auch noch mitgenommen, das kriegen danach auch die Enkel, die beiden Wichtel in Schwarz-Weiß. Die fand ich wirklich total süß. Die kommen mit in die Deko. Dann hatte ich noch weiße Kerzen, ich glaube ein bisschen cremefarben, das ist ein bisschen gemischt. Egal, das ist das, was wir noch hatten. Und man kann jedes Holzbrett nehmen. Also dieses Holzbrett habe ich bekommen. Und das soll nämlich hängen. Das heißt, wenn man ein ganz normales Holzbrett hat, da macht man sich einfach ein paar Haken rein, weil das soll jetzt eine Hängedeko werden. Man könnte es auch umdrehen, dann hat man auch mal, ich zeige das mal eben, einfach so eine Standdeko. Ist natürlich auch ganz praktisch, macht man sich ein bisschen Filz darunter, damit das nicht verschrammt, und dann hätte man auch eine tolle Tischdeko. Also es ist super variabel, man kann es hinstellen. Wir möchten das aber gerne hängen bei uns im Flur, ne Micha? Jawohl. Genau. Diese Sterne hatte ich noch im Keller, die sind vom letzten Jahr. Dann habe ich ein bisschen Curly-Moos und richtiges Moos und ja, so ein paar Reste. Zapfen, wie immer. Und ich würde sagen, es geht los. Ein paar Sachen habe ich noch vergessen. Und zwar habe ich diesen Trichter noch gehabt, da hatten wir die von Ikea, genau, mit den Farben und mit dem Salz, genau, da hatten wir den nämlich gebaut und den habe ich nämlich noch. Und da habe ich gedacht, das passt doch super zum Wichtel. Deswegen, den habe ich nämlich, den werde ich heute verwerten und ich möchte gerne, glaube ich, noch einen zweiten machen. Und was ich noch gefunden habe, ist dieses Makramee-Band in Weiß, genau. Das habe ich noch und Schere, Seitenschneider und Heißklebepistole. Aber jetzt geht's los. Okay, den großen Stumpen mussten wir jetzt wegtun. Den haben wir in den Garten getan. Das war ein Zuhause vieler kleiner Lebewesen und das geht natürlich gar nicht. Aber dieser ist völlig intakt, da ist auch nichts drin und deswegen nehmen wir aber diesen. Und ich nehme jetzt die Heißklebepistole und werde mit diesen Stock oder Ast, werde ich hier nochmal schön mit Heißklebe voll machen und mir den da hinsetzen, wo ich ihn gerne hätte. So, und da finde ich, ist es schön, wenn man den einmal so quer einmal oben rauf legt. Ich finde es auch schön, wenn es so ein bisschen nach vorne weggeht oder eben über das Brett drüber geht. Und genau, hier werde ich erstmal den Ast fixieren. So, während der Ast trocknet, schneide ich mir hier einfach mal so ein Stück von dem Papier ab. Und guck mal, ich rolle das jetzt einfach nur mal so nach drüben hin. Und da könnt ihr gucken, wenn ihr den gerne ein bisschen breiter haben wollt. Genau, macht es ein bisschen lockerer. Und ich möchte jetzt hier oben aber die Spitze einmal so ein bisschen so. Jetzt gehe ich hier einmal rüber
Jetzt nehme ich einen Klebestreifen und lege mir den hier einmal rauf und gehe jetzt bis oben hin und fixiere mir das. Ich reiße jetzt das Papier, knüll das schön und stecke mir das hier in das Hütchen rein. Schön klein gemacht bis oben hin. Jetzt habt ihr hier natürlich eine super Stabilität. Was man auch machen kann, wenn ihr Bäumchen mit Moos machen wollt, hat man da natürlich jetzt einen super Körper, um da mit Moos nachher zu arbeiten. Und das finde ich immer sehr, sehr praktisch. Das mache ich heute nicht. Ich werde jetzt hier unten anfangen, mit dem Boden ein bisschen reinzudrücken und schneide mir hier den Rest ab. Drücke mir das hier richtig schön rein, dass es gerade ist. So, als wenn man ein Päckchen packen würde. Und auch das werde ich jetzt hier nochmal mit Tesafilm unten fixieren. Und jetzt könnt ihr einfach mal gucken, genau, dass das richtig schön gerade ist. Und genau, das mache ich mit dem zweiten auch. Jetzt nehme ich das Makramee, ein bisschen Heißklebe, ein bisschen trocknen lassen. Und dann verzwirbel ich mir das hier oben. Und jetzt fixiere ich mir das hier an mein Papierhütchen und gehe jetzt bis nach oben hin. Nimm mir Kleber und mach mir das da dran fest. Und das geht eigentlich relativ flott, weil ich habe gar nicht mehr so viel Kleber genommen. Ich gehe jetzt wirklich hier bis nach oben hin, drehe mir das hier richtig schön fest und nimm ab und zu ganz selten einfach mal hier so ein Stück Kleber, mach mir das daran und fixiere mir das Band dann nochmal so zwischendurch. Von daher einfach ein bisschen ranhalten und bis nach oben hin. Und an der Spitze oben angekommen, mache ich wieder ein bisschen Heißkleber, schneide mir das Makramee ab und mache mir das hier oben einmal fest. Ihr könnt, wenn ihr wollt, unten auch Pappe gegenkleben, ein Loch reinmachen, einen Ast reinstecken, dann habt ihr ein Bäumchen mit Stiel. Hier könnte man Zapfen überall raufkleben, den einfach da reinstecken. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Aber ich möchte den einfach passend zum Wichtel, ohne, also praktisch nur wie so eine Mütze, möchte ich hier das Bäumchen gerne drauf haben und das fixiere ich mir jetzt hier auf mein Brett. Und den anderen Baum, glaube ich, den mache ich einmal hier hinten so in die Ecke und auch der bekommt jetzt erstmal ordentlich Heißklebe unten ran und auch den stelle ich mir jetzt hier oben rauf. Jetzt kommt die natürliche Dekoration und jetzt nehme ich hier mein Moos und werde mir das hier ganz natürlich überall ein bisschen dekorativ rauflegen, bisschen Heißklebe und man kann es natürlich auch nur rauflegen, aber ich mache das jetzt einfach ein bisschen mit Heißklebe und dann ist es schön fest. Und der erste Wichtel, der bekommt schon mal ein Plätzchen hier oben auf dem Ast und auch das klebe ich mir einfach hier fest. Ist überhaupt nicht schlimm, dann ist er nämlich richtig schön, ja, hat Stabilität. Und der Heißkleber, den kann man danach super abmachen. Das macht den Wichtel gar nichts. Und guck mal, der ist doch super in Position, Micha, oder? Ja, der sieht richtig niedlich aus. Ne? Der ist süß, oder? Genau, das heißt, die Enkel können sich richtig schön freuen, wenn sie zu Oma und Opa kommen. Da haben wir so einen kleinen Wichtelwald. So, und den zweiten, den werde ich mir jetzt hier vorne auf das Brett fixieren. Einmal wieder ein bisschen Heißklebe. Wie gesagt, wenn man es nicht möchte, kann man die natürlich auch ohne Klebe oben raufsetzen. Aber hier ist es ein bisschen stabiler, weil es in der Luft hängt. Und die gewachsenen Zapfen, die habe ich noch gefunden, 2 Stück. Und dann nehme ich jetzt hier nochmal einen und setze ihn hier vorne einfach so mit drauf. Und den anderen, glaube ich, den werde ich hier an die Seite setzen. Auch wieder schön ordentlich Heißklebe. Und
Der kommt jetzt darauf. Und ich finde, das Weiß ist wirklich eigentlich sehr, sehr schön, gerade jetzt hier mit den kleinen Bäumchen. Und jetzt gucken wir nochmal, was wir hier für Reste haben. Hier finde ich tatsächlich, guck mal, noch so kleine weiße Sterne. Und die dekoriere ich jetzt hier einfach. Ich finde, hier ist das ganz schön auf dem Ast mit drauf. Und das sind die Kokosterne und den kleinen, den kann man jetzt noch super so mit davor setzen. Und die Kleinkugeln, ich finde, die müssen doch noch wirklich da rein. Also alles so zu Weihnachten finde ich, die Kleinkugeln sind jetzt wirklich super. Und das Gold, finde ich, passt auch wunderbar. Und ja, die werde ich jetzt hier nochmal mit reinkleben. Und von der Euphorbia habe ich hier noch wieder so ein bisschen noch was gefunden. Und den setze ich hier vorne einfach nochmal so mit an den kleinen Wichtel ran. Das bringt nochmal ein bisschen Natürlichkeit und ja, ich finde, das passt ganz gut. Ich habe mich dazu entschieden, 2 Kerzen zu nehmen und die möchte ich gerne so hier hinten, die können ruhig so ein bisschen beieinander stehen. Ich hoffe natürlich mit dem Gewicht, das werden wir ausgleichen, wenn wir es hinhängen, aber auch die werde ich fixieren. Auch hier habe ich wieder so einen Brandschutz darunter. Das ist natürlich jetzt gerade hier bei dieser Geschichte wichtig, beziehungsweise wenn das hier runter brennt, da passe ich natürlich auf. So, und was ich noch total schön finde, ist dieses Curly-Moos. Das habe ich ja auch immer. Und das werde ich hier einfach jetzt nochmal in die Deko mit einfügen, mit dem Moos zusammen. Und das gibt nochmal so eine richtig schöne Helligkeit. Und ich finde, Micha, das ist doch toll geworden, oder? Richtig schön geworden, ja. Ja, gefällt mir auch. Und auch dieses Schwarz-Weiß, ein bisschen Gold mit drinne. Und mit diesen natürlichen ist das wirklich, finde ich, sehr persönlich, sehr harmonisch. Wir werden das jetzt hier gleich mal fixieren. Ich gucke gleich mal, ich glaube, ich habe noch schwarzes Band. Werden das den Treppenaufgang fixieren. Und ich glaube, ich weiß es noch nicht genau, aber ich denke, dass ich vielleicht noch mal so eine String-Lichterkette hier um das Bäumchen herum mache. Dann haben wir nämlich hier Licht. Was man auch super machen kann, man kann hier auch ein bisschen eine Lichterkette mit einfügen, aber das gucke ich gleich noch mal. Und ich würde sagen, wir machen das Band dran, Micha, wir hängen es auf und dann treffen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. Mami mit dabei, ne? Mami, gefällt dir das Thema auch? Wir hoffen sehr, dass euch heute das wichtige Thema genau inspiriert hat. Dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch. Und ich habe das hier, ich zeige euch das nochmal. Genau, ich habe hier jetzt die Sterne nochmal mit eingearbeitet und die Lichterkette. Ich fand das total schön. Ich fand, die Bäumchen mussten doch noch ein bisschen beleuchtet werden. Und deswegen habe ich eine String-Lichterkette dann einmal so rübergelegt, um den Baum herum. Und hier mit diesen Kerzen bin ich jetzt doch vorsichtig. Die ist mir ein bisschen zu hoch, die tausche ich aus. Da kommt eine niedrige hin, natürlich wegen Brandgefahr, oder eben eine Echtwachs-LED-Lichtkerze würde natürlich auch perfekt sein. Aber ich finde, so mit der Lichterkette ist es schon mal schön. Und ich freue mich, die nächsten Tage wieder mit euch und für euch zu dekorieren. Weihnachten, ne Micha? Ja. Also ein Kommentar immer gerne. Also ihr Lieben, bis die Tage, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. genau. Und Instagram, Facebook, folgt uns gerne. Freuen wir uns. Also bis die Tage, eure Conny. Tschüss. Euer Micha. Tschüss. The days are far